Wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist mal wieder Zeit für gruselige Videos auf dem YouTube-Kanal. Und heute gucken wir uns das neueste Video von Nukes Top 5 an. Der hat gedroppt. Und wenn der droppt, dann bin ich eigentlich immer dabei. Dann gucke ich mir das immer an. Und mache dann eine Reaction zu. Weil er ist halt gut. Er ist halt einfach gut. Findet halt eben auch meistens immer ziemlich coole Sachen. Und dementsprechend, das muss sein. Das muss sein. Na, deshalb sind wir jetzt auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht mal auch hier live bei Twitch zu folgen, macht das gerne. Ich bin auf Twitch TV als Dingens zu finden. Der MJ. Hallo, wunderschönen guten Abend, MJ. Schön, dass du da bist. Großes Hack zurück. Ja, wie war ich gerade genau? Also, wir kümmern uns jetzt hier um Nukes Top 5. Wie gesagt, wenn der da ist, wenn ein neues Video gedroppt ist, dann mache ich das garantiert meistens immer mit. Wie viele andere YouTuber auch, weil er einfach gut ist. Ne? Also er ist einfach nur ziemlich gut. MJ, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem, ich schaffe das heute. Ich mache zumindest die Reactions heute. Mal gucken, ob ich danach noch Fastmod zocken kann, aber wir werden sehen. Mal gucken. Na? Ja, okay, ich würde einfach sagen, let's get going. A few months ago, a woman named Rosanna bought an old apartment somewhere in France and moved in with her 2 very young children and her 13-year-old cat, Loli. But almost immediately after moving into the new place, her cat begins to act very strangely. Super schön. Mega. Okay, das Video haben wir schon gesehen letzte Woche. Ob die Katze sich so merkwürdig verhält. The cat, Loli, aggressively hisses and snarls at something that Rosanna can't see. Okay. Now, Rosanna says that the cat had never done anything like this before they moved. So as a single mother, Rosanna shares custody of her children with their father. So one night when the children are away at their dad's house, something happens that makes Rosanna's blood run cold. Huh? Die Kinder sind doch gar nicht da. Okay, ich meine, wie gesagt, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Das war schon gruselig genug. Da habe ich auch gesagt, das könnte echt sein. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Schon länger her? Okay. Aber angesehen haben wir uns das auf jeden Fall schon mal. Even though Rosanna is completely alone, she hears her young daughter's voice calling out to her from the children's bedroom. The voice repeats, "Mama," over and over. But strangest of all, the voice seems to be coming from an old radio. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, dein Abendbrot, Nils. After this absolutely terrifying experience, Rosanna decides to share her story online in search of advice. She also calls for help from a local priest. The scared mother is now desperate to try absolutely anything to get rid of the sinister entity that seems to be haunting her home. But nothing seems to help. In fact, it just gets much, much worse. Okay. Wird sogar schlimmer. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das auch gesehen haben. Ah, doch. Das haben wir auch schon gesehen. Das ist schon extrem gruselig. Ein Halloween-Update bei Phasmo? Oh, das ist ja mal spannend. Bin mal gespannt, was da wird.
ziemlich gruselig aus. Wow, okay. Halt. The head of a dressing mannequin that Rosanna has had for years moves on its own and seems to follow her with its eyes as she moves around the room. Rosanna feels that the apartment is no longer safe for her children and decides to stay in the home all alone. Eventually, she becomes so scared that she starts to only sleep in the apartment's living room. But then, late one night, Rosanna hears her cat Loli angrily snarling at something in the hallway just outside the living room door. Okay. What happens next is downright chilling. Loli. Loli. Okay, doch. Das haben wir auch gesehen. Oh, jetzt kommt sogar näher, ne? Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. Also, versteckt sie unter Bett. After this very disturbing incident, Rosanna says that she became seriously ill and spent the rest of the night throwing up. She says she is absolutely convinced that the old apartment she bought is haunted by a demon. For now, she stays at a hotel with her cat until she can hopefully afford to move somewhere else. She says she's currently seeking legal action against the people who sold her that apartment. The thing in the basement. Ja, ne, mein Lieben, also da kann man natürlich wieder zweiseitig denken. Einerseits ist das alles, was wir jetzt gesehen haben, durchaus möglich, dass man das mit Angelschnur und so weiter machen kann. Was nun nicht geht, ist die Katze da so dazu zu bringen, dass sie sich so verhält. Ja, und dementsprechend, also allein weil die Katze so reagiert, würde ich schon sagen, dass es echt ist. Auch wenn es super, super, super gruselig ist. Und ich würde der Frau echt raten, dass sie da ausziehen soll. Und das so schnell wie möglich. Besser das Ding verkaufen und sich in was anderes kaufen, als da weiterhin wohnen zu bleiben. Also ganz ehrlich. 50-50. Wieso meinst du, Nils? Also wie gesagt, also die Katze... Eine Katze kannst du nicht irgendwie dazu bringen, dass die irgendwas so faucht oder sowas, ne? Dementsprechend, ich würde schon sagen, dass es echt ist. Aber gut, ich meine, das ist jetzt meine Meinung, aber ich kann euch jetzt gerne das Zepter abgeben. Ihr könnt das in den Kommentaren reinschreiben, was ihr glaubt, ob das echt ist oder nicht. Ich bin auf jeden Fall super gespannt über eure Kommentare und ja, wir können darüber auch diskutieren. So, weiter geht's hier mit The Thing. MJ schreibt, allein die Tür, die schnell auf und zu geht, auch nicht mit Angelschnur. Ja gut, das ist wahr. Nils schreibt, die Katze habe ich nicht gesehen. Ich kann nur von den Schatten, ich habe nur den Schatten gesehen. Ja, die Katze war am Anfang, beim ersten Video war die Katze halt da und die hat dann halt ja sehr, sehr gefaucht. Also richtig so aggressiv gefaucht. Ja, gucken wir weiter. Mein Chat ist unsicher. Who wishes to remain anonymous, we'll call her Jane, reached out to us about a very creepy experience she had in her family home in Norway. Okay, so while Jane is in the basement grabbing some tools for her brother, she hears something that puts her on edge.
She hits record. Und Fun Fact, vielleicht nochmal für euch, dieser Nukes Top 5, der kommt auch aus Norwegen, ja, der lebt in Norwegen und kann aber hervorragend Englisch. Aber der ist ein Norweger. Ne? Nur so als Fun Fact bei On her mir. phone as she investigates. And what happens next is truly bizarre. Okej, så här ska jag hämta verktøy till broren min. För han driver och fixar på en bil. Så, Was war das? hva faen? Hallo? Oh my god. Oh my god, oh my god. Hva var det? Jeg sverger ikke, det er bare mannen der. Jeg skjønner. Så gasspiller. Som er jævlig creepy. Hallo? Det er ingen der. Ich höre irgendwie nichts. There's people in here. Fuck. Det er ikke folk. Hallo? Okay, scheinbar doch. Ok. Så, Ach du liebe Güte, was ist das? Da er det faktisk ikke artig. Hallo? Kann das ein Tier sein oder so? Så, liksom... Ok, jeg må ta verktøyene. Oh, okay. Jane hears several weird screeches coming from somewhere near her in the basement. And then as she leaves, the door seems to slam shut on its own. But did you see it? Jane looks into a mirror 2 times while walking through the basement. The first time, there's nothing out of the ordinary. But the Okay. second time, something seems to be Oh! standing in the doorway right behind her. Oh, okay, das habe To ich this nicht day, Jane gesehen. has no idea what Das hab happened, ich echt nicht but gesehen. says that the experience gave her the creeps. Now again, Jane says she has never posted this video anywhere online and wishes to remain anonymous. So I have to leave it up to you. Do you think Jane captured something paranormal? And if not, then just who or what is this? Up in smoke. Gute Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass da irgendjemand, der von oben runtergekommen ist, da irgendwie dann da drin steht und guckt, weil sie sagt zwar, sie ist unten alleine im Basement, aber das heißt ja nicht, dass sie im ganzen Haus alleine ist. Weil die wollten ja irgendwie am Auto irgendwas machen. Und kann natürlich sein, dass da jemand von oben runtergekommen ist. Die andere Frage ist, woher kam dieses Geräusch? Das kann ein Tier sein. Klang zumindest nicht sehr gesund, muss ich auch mal sagen. Aber das überlasse ich gerne euch, was eure Meinung dazu ist. It's around 11:30 at night and Jocelyn is working in a smoke shop in central Alabama when she hears a noise coming from the back of the store. Guys, I'm working by my fucking self. And I hear... Ja, der Schrei war auf jeden Fall heftig. Okay, da steht... Upsa. Bro. Da ist irgendjemand durch das Bild gerannt und da steht noch irgendwas anderes mit dem Raum. Aber gut, das ist irgendwie... Keine Ahnung. Something can be seen moving around in the storage area in the Oh, back. okay. Und nochmal ein Schatten. Also erstmal fällt da was zur After posting the Seite. video Schatten online, rennt shocked lang. viewers asked Jocelyn to check the security footage of the camera in the back. Now, whatever this is, it doesn't show up on camera. But about 4 hours later, in the middle of the night, when the store is closed and empty, this happens. Okay. Und da fällt irgendwas runter, die And Treppe around runter. 4 in the morning, a ladder falls over by itself and a pillow seems to appear out of nowhere and just drops down the stairs. Now, Jocelyn says that she was so shaken up that she has no intentions of ever returning to work at the store and might kann ich actually verstehen. just quit her job. But is this real paranormal activity caught on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Die Frage ist, vielleicht hat die Leiter auch ein bisschen
ist die Leiter auch ein bisschen schlecht gestanden, sodass die halt eben irgendwann in der Nacht umfällt. Nur wie da dir das Kissen darunter fallen kann, das ist wieder so eine andere Sache, die könnte ich mir nicht erklären. Aber ich überlasse es gerne euch, was ihr denn glaubt. Ich bin gespannt auf eure Close for Kommentare. comfort. Amateur paranormal investigators Jared, his brother David, and a friend get together one night to investigate Jared's own house in Blackpool, England. You see, Jared claims that he has experienced some creepy, unexplained events in the house. So Jared's brother David is holding an SLS camera with built-in night vision when he walks through the downstairs area to see if the camera maps out any strange figures. But then something happens that absolutely freaks out everyone. Using the night vision camera on the SLS, so that's why they're stood behind me, because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. Meine, das haben wir auch schon gesehen. Bin jetzt aber nicht ganz sicher. Yeah, I'm hoping to see some orbs there. You never know. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. K2, was that? Yeah, I've got Jen behind us doing the K2 and he's got Ja, a MJ light sagt on das it, auch. you know, so we don't know. Haben wir schon mal gesehen. Yeah, Ja, Nukes, ich dachte, er wäre aktuell, aber irgendwie, ja, Whoa! What the genau, hell? da ist das Gesicht, richtig, das Did I haben just see something wir, on haben wir it? Am I definitiv imagining schon that? gesehen, I ja. don't know, let's go. Bei Bizarre Bob, glaube ich, oder, hell? keine Ahnung. I don't know. To me, it looked like a face. Dave? I thought I saw something. That was really quick, really spooky. As David pans around the living room, he captures what appears to be a bizarre pale face peeking out from behind the door to the hallway. Just keep going past and say, whoa! What the hell? The group looks through the house and even attempts to debunk what they just saw, but they can find no explanation as to what this is. Gute Frage. Antoine's restaurant. Isabel Riley recently told a very creepy story online and followed it up with one of the creepiest pictures you'll ever see. I need to tell you guys about the most insane evidence that I have ever seen of a ghost existing. Backstory. I was at a company get-together with my CEOs, my coworkers, and one of the owners of the company. We've all looked at us and was like, hey, do you guys want to see a ghost picture? Immediately, yes. He begins to tell us that he was in New Orleans at a restaurant called Antoine's. New Orleans, first of all, super haunted city. If you know, you know. And Antoine's is one of the oldest restaurants in the city, one of the oldest restaurants, I believe, in America. It has a lot of history. It used to be a jail. It is a really well-established place, has been around forever. So he's dining at this restaurant and he is offered a tour of the wine cellar. The wine cellar is huge, has Möchtet ihr, dass ich die Untertitel aktiviere? Ist das für euch dann vielleicht leichter oder sowas? Weil ich kann relativ gut Englisch. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Möchtet ihr, dass ich die Untertitel aktiv mache? Weil die erzählt jetzt, dass sie wohl mit ihren Kollegen in diesem Antoine's Restaurant war und dann dort feierte. Und dass dieses Restaurant halt eben schon eine lange gruselige Geschichte hat. Und ja, ne? Also sagt mir Bescheid, wenn ihr möchtet, dass ich der Untertitel aktiviere, mache ich das gerne. Ansonsten schauen wir weiter, so wie es ist. Mein Stream, meine Community, mein Chat. Möchtet ihr? Ich bin ja gespannt, was ihr sagt. Auch weiter? Na gut. Dann ohne Untertitel. Wäre nicht schlecht? Na gut, dann aktiviere ich die. thousands of bottles of wine, probably worth millions of dollars. So he's taking a tour of the wine cellar, he's taking pictures. There's this guy in the wine cellar on a laptop
who is apparently at auction buying more rare wine for the collection. My CEO takes pictures of this guy on his laptop, doesn't think anything of it, he doesn't see anything, leaves the restaurant, calls it a day. The next morning, he's looking through the photos and notices something. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. Oh, okay. Guck So einer you'll an. see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills. So just who could the creepy alleged ghost woman dressed all in black in the photo be? For that, we go into the history of the restaurant. Antoine Alciatore opened his restaurant all the way back in 1840. Then in 1875, Antoine passed away when he was only 55 years old. When he died, he left his wife Julie in charge of the restaurant. So could this be Julie's spirit still looking over the restaurant from beyond Das the hatten wir grave? auch schon mal? Well, let me know what you think. Da erinnere ich mich jetzt tatsächlich nicht dran. We need scary videos, so if you see something scary that you think would be perfect for the top 5, send it to me at nukestop5@gmail.com. Bye, Felicia. One night, Felicia Hall is out on her back deck playing with her dog when things get weird. Das haben wir definitiv schon gesehen. Boah, es ist so schade. Es sind so viele Sachen, die wir schon gesehen haben. Oh, das ist so schade. Ja, diese Geräusche. Erstmal das Bewegen des Out of nowhere, Felicia hears something that sounds like someone whispering right in her ear. Something that says, oder "Get wie heißt das? Gardine. As you can tell in the video, Felicia is absolutely terrified and screams and hurries back inside, leaving her dog to wonder what just happened. So did Felicia get an angry supernatural warning? You decide. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich da auch schon gesagt, ich bin da jetzt nicht sicher. Das kann man halt eben mit CGI auch machen. Allerdings ist ihre Reaktion schon sehr realistisch. Und dass sich dann die Dings bewegt, die Gardine da bewegt. Bisher hat ja sich ja nur die eine bewegt, die anderen ja nicht. Da bin ich unsicher, ob das echt ist oder nicht. Ich würde da einfach mal 50-50 sagen. Revenants and renovations. A man who works as a nurse at the IMSS hospital in Manzanillo, Mexico, was taking a tour of the recently renovated Clinic Number 10. Now, the old hospital was built in 1932 and has seen its share of death and suffering for over 90 years. So, the nurse is filming with his phone as he walks through the renovated clinic. Later, when he reviews his footage of the old hospital, he spots something Ich glaube, da habe that ich ein sends a Face chill gesehen. down his spine. Something resembling a small pale face can be seen guckt da um peeking die around the Ecke. corner Genau. in Clinic Number 10. Das habe ich auch gesehen. The man is shocked. He says that he never noticed this strange face while filming. The man's aunt posted his video to the internet, and many viewers believe that he might have captured the spirit of a patient who passed away at the old hospital. Unearthed. This next creepy story has been going viral and actually made international news. So, TikTok. Ja, in gewisser Weise weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, es ist ein Krankenhaus, ne? Und das Gesicht sah mir eigentlich ein bisschen zu realistisch aus. Also für mich würde das eher, also ich gehe davon aus, dass er das wirklich aufgenommen hat.
Aber es könnte durchaus sein, dass das tatsächlich ein Patient ist, der da gerade um die Ecke guckt und vielleicht eigentlich nicht da rein will oder nicht gefilmt werden möchte oder sowas. Deshalb geht er dann halt eben zieht er sich halt eben wieder zurück. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das paranormal ist. User Katie Santry from Columbus, Aber Ohio, schreibt woke up mir one gerne in den morning to find Kommentaren, that was ihr things in glaubt. her home office seem to have been mysteriously moved around. I think my house is haunted and I'm freaking out. Like, I'm literally shaking. This is my sunroom. This is where I work. I sit here every day. There's a playroom here, doors here. This is the space. I worked in here last night until about 6:30. Everything was fine. Shut my laptop. We close these doors so the dogs don't come in here at night. No one is in this room. I'm down this morning to work. The screen shattered. This stuff down here. This hanging off. Here's the next bit of important information. So we're building a fence. And back here, we dug a hole. There is a rolled up carpet buried underground that we came across as we were digging this hole. Rolled up carpet. Who the and why the is there a rolled up carpet underground? Katie shares her strange story online, and viewers suggest that there just might be something more buried in the yard. Inside that rug. How deep is that? Like at least 2 feet? Almost, yeah. Oh, right now. At the intense urging of thousands of video commenters, Katie decides to call the police to check out the rug, just in case. Oh, there, yeah, I see that. It's like the tassel of it. It's like the end of it. Geez, I don't even know. Carpets, wow. I was just say it's not, you know, it's 6 feet long. Oh yeah, no, there's just something like weird. Now, Katie says that she thinks the rug is a bit strange, but she doesn't really think it's anything suspicious. That is until Columbus detectives arrive at her house with cadaver-sniffing dogs. Okay. Also, Leichenspione. Ja. Oh my. Beide Hunde haben gesehen, dass Two es sich cadaver dabei dogs both signal and sit on the area where the rug was found, indicating that the dogs believe that there is a body there. And this is when Katie's casual story about a paranormal haunting and a buried rug starts to get a bit out of control. In fact, Katie's story becomes international news. In a series of videos garnering millions of views, Katie Santry shared she may have discovered a body buried in a rug in her yard. Man muss aber auch dazu sagen, ne, sie hat auch 2,2 Millionen Follower, ne? Also das ist schon, ne, das ist natürlich für sie Geld. Jede Menge Geld, wenn sowas da auftaucht. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ich meine, ne? Ich habe nichts dagegen, aber das ist auf jeden Fall, also wenn ich sowas hier bei mir hätte, wow. Ich hätte, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit auch so 1 Million Follower. The entire thing blew Ja, up Glück on gehabt. TikTok this week. The investigation stemming from social media. Police in Columbus saw a woman's TikTok showing she and her husband found this rug buried in her yard. She reached out to police. Well, police showed up with cadaver dogs. Even after the first dog sat, I really didn't think the second dog was going to do it too. I thought maybe it was just an accident. And when the second dog did it too, I freaked out. I think it is absolutely crazy for something to happen like in our area like this. Understandably, Katie is completely overwhelmed as a homicide team arrives at her property to dig. This is crazy. Okay. It might not mean anything yet. Okay. Wait and see what the interpretation of the results are. Okay. Oh my f***ing God. So homicide is here and missing persons, and now CSI is bringing the shovels out. Da ist jetzt also ganz schön was los, And I can see a news camera set up over there. Okay, they're digging. They've been digging. And there's 6 of them. Some of them are in the hole. Katie's viewers watch and wait for hours as the homicide team carefully digs out and examines pieces of the stained carpet. You guys,
They have recovered the hole, and this has been the most absurd, insane experience of my life. What did they find? No, they didn't find a body. They found a mother effing rug with some rubber. The question remains of why did the dogs hit? I don't know. Both dogs, not just one, two. I don't know. The other question remains is who broke my laptop? So, Katie is happy with the news that the Columbus homicide team has not found anything suspicious buried with the rug. But viewers that followed Katie's story and even some news reporters are just not completely convinced. Okay, so the update is they took the rug. Okay. Police did. Man muss dazu sagen, also wenn zwei Hunde schon anschlagen, zwei Leichenspürhunde, wenn die anschlagen, dann muss da auch was sein. Ja, also, ne, Hunde sind so gut da drin. They did not find a body yet. Yeah, what do you mean that? Because the dogs marked on the rug, so there has to have been a body at some point. I don't believe for a second they didn't find anything in that rug. Not for a single second. I think she was posting too much about it, so they decided not to tell her what they found. Or, because they took it away for forensics, it was a mirror on the rug, no body. I don't believe for a second there was nothing on that rug. So even though police say the rug was fine, there's still some skepticism and some outright conspiracy theories about that rug. But what do you think? Alone? Ja. Maddie Magarachi says that. Was glaubt ihr? Ist da wirklich eine Leiche drin gewesen? Und hat man diesen Teppich einfach nur vergraben, damit man das nicht findet? Dass die Leiche vielleicht irgendwo anders hingebracht worden ist oder sowas? Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, ne? Wie gesagt, also dieses Mädel hat über 3 Millionen Follower und wahrscheinlich auch deshalb, weil sie da immer Updates gepostet hat. Und die Leute mögen solche True Crime. Also klar, ich kann mir das gut vorstellen, dass sie halt einen Haufen Follower jetzt dadurch generieren konnte, durch diese Erscheinung oder diesen Teppich, den sie da ausgegraben haben. Nur die Frage ist jetzt, ist da wirklich ein Body drin gewesen oder hat man das einfach nur versteckt? Ich glaube, das werden wir nicht so einfach erfahren. Ja, ne, jetzt finde ich auch, wenn 2 Hunde anschlagen, da sollte da auch was sein. Ja. His house in Monroe Township, New Jersey is very haunted. Ach, schon in wieder, fact, ja. Maddie has been posting about the strange activity also dieser in his Typ, home der ist for over 4 ziemlich aggressiv. Was One heißt night, aggressiv? Maddie is home alone with his dogs when strange things start to happen. Er ist sehr laut. Also mit dem, da habe ich schon mehrmals gesehen. Er hat auch schon viele Videos hochgeladen. Maddie's parents are away on vacation, leaving him all alone in the house. And something else happens that makes his blood run cold. Okay, was ist das? What the f was that? So these are just a couple of the many videos that Maddie has shared online over the last 4 years. So could it be that Maddie's house is actually haunted by something? Or is it all just a very elaborate hoax? You decide. Also ich habe schon viele Videos von dem gesehen. Und ich bin nie wirklich sicher, ob das wirklich zu 100% echt ist. Aber in jedem Fall, für dieses Video gibt es definitiv erstmal ein Like. Und ja, ne, also ich überlasse das jetzt gerne euch, was ihr glaubt, ob das echt ist oder nicht. Zumindest das letzte Video. Wie gesagt, ich habe von dem schon viel gesehen und das war immer irgendwie Content, so Grusel-Content. Man muss aber auch sagen, der wohnt auch in einem sehr, sehr großen Haus, ne?
seine Hunde schauen ganz woanders hin. Oh, guck mal, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, nee, jetzt gut. Ja, gut, dass du das sagst. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich meine, gut, das, was er da jetzt gefunden hat, das muss jetzt nicht wirklich irgendwas Paranormales sein. Das kann auch irgendeine Figur sein oder so etwas, das da hängt. Schau nach unten. Ja, okay. Ja, kann sein. Also ich habe darauf jetzt eigentlich nicht geguckt. Aber wenn du das sagst, also glaube ich dir das. Also insofern, wenn das so ist, dann ist das wahrscheinlich eher wieder so eine gefaked. Dann ist das vermutlich gefaked. Wie wahrscheinlich auch ein paar andere Videos, die er gemacht hat. Aber gut, im Zweifel immer für den Angeklagten. Dementsprechend sage ich jetzt erstmal, es ist auf jeden Fall ein gruseliges Video. Und ja, Klicks schmecken gut. Hatten wir jetzt in den letzten 2 Videos das schon ziemlich deutlich gehabt. Und dementsprechend, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch irgendwie ein Clickbait war. Ja, aber auf jeden Fall, das waren jetzt die Top 10 von Nukes Top 5. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er uns ein paar neuere Sachen bringt. Aber scheinbar war er diesmal zu spät dran und da war Bizarre Bob schneller. Dementsprechend, ja, ist dann halt leider so. Und ja, wir sagen erst einmal, das war's für den Moment. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Abend noch. Schaut sehr gerne bei Twitch vorbei. Dort bin ich auch als Mike's Creep zu finden. Dort mache ich jeden Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag habe ich da Stream. Also gerne vorbeikommen. Würde mich freuen und lasst ein Like da. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Der Mike ist raus und ciao.